Hallo, ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich im Mai gelesen habe. Das waren 4 Romane und ein Sachbuch. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist Mr. Marnie von A.B. Joshua. Das Buch habe ich zufällig gefunden und das ist auch ein Teil des Charmes, weswegen ich dieses Buch gelesen habe. Ein anderer Aspekt, der mir in diesem Buch gut gefallen hat, ist die Art, wie es geschrieben wurde. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht, falls euch dieses Buch mehr interessiert. Hier würde ich jetzt nicht so viel mehr dazu sagen. Es ist ein Generationsroman, in dem je nachdem, wie man zählt, so es über 5 bis 7 Generationen geht. Und in jeder Generation gibt es einen Mr. Marnie, der quasi so eine fixe Idee hat, zu der er eine Lösung finden möchte oder genau ein Problem, das sich ihm stellt. Nachdem so einige Zeit vergangen ist, in der ich dieses Buch gelesen habe, habe ich das Buch aussortiert, weil ich es nicht nochmal lesen werde und es auch, glaube ich, niemandem empfehlen werde, einfach weil in 2 dieser Geschichten mindestens für mich so sexualisierte Gewalt einfach so trivialisiert wird und ich das nicht mag. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist With Fire on High von Elizabeth Acevedo. Hier geht es um Emoni. Sie ist eine junge Mutter, die noch zur Schule geht und bei ihrer eigenen Mutter wohnt. In der Schule hat sie die Möglichkeit, einen Kochkurs zu machen, in dem auch ein Auslandsaufenthalt enthalten ist. Und das ist eine Chance für sie quasi, weil sie einfach das Kochen liebt. Also sie verbringt sehr viel Zeit in der Küche, beschäftigt sich sehr viel damit und verbringt wahre Wunder in der Küche. Das Leben als junge Mutter ist definitiv nicht einfach für sie und Kochen ist auch quasi so ein Zufluchtsort für sie. Und diese Liebe fürs Kochen fand ich sehr ansteckend beim Lesen. Dieses Buch ist auch in 3 Abschnitte eingeteilt und jeder Abschnitt fängt mit einem Rezept an, die sehr interessant klangen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Rezepte nachzukochen, aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, wenn ich mir dieses Buch kaufe, denn das ist mein anderer Vorsatz zu diesem Buch. Es hat mir so gut gefallen, dass ich es mir kaufen möchte. Insgesamt fand ich die Stimmung einfach sehr positiv in diesem Buch und kann mir vorstellen, dass ich das immer mal wieder in bestimmten Situationen, wenn ich was Aufmunterndes oder Motivierendes lesen möchte, wieder lese. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Not Your Sidekick von C.B. Lee. Hier geht es um Jessica Tran. Ihre Eltern haben Superkräfte, ihre ältere Schwester hat Superkräfte, nur sie hat bisher keine. Und täglich schwinden ihre Chancen darauf, noch Superkräfte zu entwickeln, denn sie ist immerhin schon 16, glaube ich. Also nicht die typische Hauptperson von einem Superheldenbuch, weil sie keine Superheldinnekräfte hat, aber sie bekommt die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen in einer Firma, in der es so um Superhelden-Technik zumindest geht. Wie in einem klassischen Superheldinnenbuch taucht Böses auf und das muss bekämpft werden. Aber auch üblich, also auch häufiger, zumindest das, was ich spannend finde, ist die Frage, okay, wer ist überhaupt böse? Sind die Grenzen so einfach, wie es scheint? Das fand ich hier auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam gelöst. Und ein Pluspunkt in diesem Buch ist auf jeden Fall auch, dass die Hauptperson queer ist. Es ist, glaube ich, eine Reihe von Büchern, aber ich glaube, in jedem Buch geht es um einen anderen Charakter, soweit ich das verstanden habe. Bisher habe ich nur den ersten Teil gelesen, also nur Not Your Sidekick. Den letzten Roman, den ich im Mai gelesen habe, war Strange the Dreamer von Laini Taylor. Hier geht es um Laszlo Strange, der, wie der Name schon suggeriert, ein Träumer ist. Er ist ein Waisenkind und hat unter anderem dadurch nur die Möglichkeit erhalten, einen Job in der Bibliothek zu finden. Dort hat er die Möglichkeit allerdings wiederum in seiner freien Zeit seinem großen Interesse nachzugehen. Und zwar interessiert er sich für eine vergessene Stadt. Also es gibt eine Stadt, die früher einen Namen hatte, früher bekannt war und dann zu einem Zeitpunkt, den Laszlo auch erlebt hat, haben auf einmal sämtliche Menschen den Namen dieser Stadt vergessen
und die Stadt hat auch keinen Kontakt zu anderen Städten, also es wird nicht wirtschaftlich gehandelt zum Beispiel mit der oder es gibt keine Reisenden dorthin, sondern das Einzige ist, dass Leute wissen, es gab mal so eine Stadt, aber der Name ist unbekannt und Laszlo versucht jetzt halt mehr über diese Stadt herauszufinden, indem er sämtliche Unterlagen, die es in dieser riesen Bibliothek gibt, in der er arbeitet, zusammenzutragen. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, also das Rätsel um die Stadt und auch Laszlo mehr kennenzulernen, fand ich sehr interessant. Das Einzige, was mir an diesem Buch nicht so gut gefallen hat, war das letzte Kapitel. Also es ist auch ein Zweiteiler, das ist das erste Buch und es folgt noch ein zweites Buch. Und das letzte Kapitel hat sehr darauf aufgebaut, wie es im zweiten Buch weitergeht. Es hat so eine Geschichte entwickelt, die sehr auf mich so gewirkt hat, wie so Geschichten, wo es so eine Extremsituation gibt, wo es nur die ein oder andere Möglichkeit gibt und solche Geschichten mag ich nicht so gerne. Also ich mag lieber, wenn sich Dinge mehr als zwei Optionen haben, also wenn es auch so einen Graubereich von Möglichkeiten gibt und das Ende, das letzte Kapitel suggeriert zumindest, dass es im zweiten Teil nicht mehr so eine Wahlmöglichkeiten von Handlung gibt, aber genau, das gehört zum zweiten Buch, was ich einige Monate später gelesen habe und für mich war es auch so ein komischer Cut, also das letzte Kapitel hätte gar nicht im Buch drin sein müssen, gefühlt irgendwie. Also insgesamt fand ich es ein sehr unterhaltsames Buch, das ich so auch weiterempfehlen könnte, wenn ihr Jugendbücher auf jeden Fall mögt, die so Fantasy-Elemente drin haben. Und damit zum Sachbuch. Es ist ein sehr kleines Buch, glaube ich, zumindest ist es ein sehr kurzes Hörbuch. Ich habe es als Hörbuch gehört, und zwar über Nationalismus von George Orwell. Beim Lesen fand ich die Überlegung relativ interessant, also die Frage, wie definiert Orwell eigentlich Nationalismus, und er grenzt Nationalismus von Patriotismus ab, ziemlich klar, genau, wo ich jetzt nicht mitgehen würde, aber trotzdem die Überlegung, was Nationalismus ist, sehr interessant fand. Insgesamt hat es mir aber langfristig nicht sonderlich viel gebracht, einfach weil es meinem Gefühl nach zu schwammig ist und damit nicht praktisch. Generell, glaube ich, funktioniert es nicht als ein Modell, überhaupt irgendwas zu verstehen. Also weder jetziges noch, das Buch ist 1945 rausgekommen, noch damalige gesellschaftliche Zustände sind dadurch nicht so zu verstehen. Ein Punkt ist, weil es so schwammig ist, ich habe dieses Buch anders interpretiert als zum Beispiel die Person, die das Nachwort schreibt. Das Nachwort habe ich auch gelesen und fand es sehr überraschend, weil die Person die Hufeisentheorie anwendet, also links und rechts quasi gleichsetzt miteinander und für beide Seiten in dieser Theorie den Begriff Nationalismus verwendet, was einfach soziologisch nicht praktisch ist. Es ist ein praktisches Mittel in den Medien, aber so als Modell für die Gesellschaft nicht sinnvoll, zumindest nicht für meine Fragestellung sinnvoll. Ich stimme dem sowohl politisch nicht zu, als auch als wissenschaftliches Modell ist es nicht sehr hilfreich. In der Ankündigung steht, dass es dazu geeignet ist, kulturkämpferische Auseinandersetzungen zu verstehen, und schon mit diesem Begriff kann ich nicht sonderlich viel anfangen. Also, naja, es war interessant, mal was von George Orwell zu lesen. Das war mein Lesemonat Mai. Ich habe 4 Romane gelesen, von denen mir 3 gut gefallen haben, was ich einen sehr guten Schnitt finde. Das Sachbuch hat mir nicht so gut gefallen, aber ich war auch ehrlich gesagt nicht so in der Stimmung für Sachbücher, sonst hätte ich, glaube ich, genauer oder wäre ich bei der Auswahl auch so ein bisschen kritischer vorgegangen und hätte das Buch vielleicht gar nicht gelesen, sondern eines der vielen anderen Bücher, die auf mich warten, die ich lesen möchte. Und der Mai ist jetzt schon einige Zeit her. Ich habe mir aber trotzdem überlegt, dass ich sämtliche Lesemonate filmen werde, einfach weil ich es erstens
ehrlich gesagt einfach auch für mich mag, nochmal die Bücher durchzugehen, die ich gelesen habe, zu gucken jetzt, woran ich mich noch nach einigen Monaten erinnere. Und ich mag es auch, Bücher so kurz vorzustellen und dann vielleicht auch euer Feedback zu bekommen. Also Bücher, die ich gerne mag, rede ich gerne länger. Bücher, die ich nicht so gerne mag, möchte ich aber trotzdem vorstellen, weil ich irgendwie mir erhoffe, dass vielleicht andere Leute diese Bücher gelesen haben und Aspekte an diesen Büchern gut fanden, die mir gar nicht so aufgefallen sind. Also genau, ich habe sehr, sehr gerne Feedback einfach für alle Bücher, die ich lese, und deswegen finde ich dieses Format Lesemonat so angenehm und habe mir vorgenommen, diese Monate nachzufilmen einfach. Also wenn ihr Fragen zu diesen Büchern habt oder eigene Meinung zu diesen Büchern, immer her damit. Ansonsten war's das. Bis bald!